In diesem Video zeige ich dir, warum deine Produktbilder für Etsy und Co. so unglaublich wichtig sind. Ja, herzlich willkommen zum 7. Teil unserer kleinen Serie Watercolor für Grafikdesigner, in der ich dir immer wieder vorstelle, dass du dir unseren Watercolor-Kurs für Beginner angucken kannst. Den gibt es auf unserer Webseite. Ich verlinke das in der Infobox und dort lernst du wirklich alles von A bis Z, wie du Farben mischt, wie du erste kleine Projekte malst, wie du welches Papier du benötigst, welche Materialien du brauchst. Wir sprechen über alles, ne? Damit du eigene Produkte als Grafikdesigner erstellen kannst. Ja? Jetzt aber sprechen wir einmal über die Produktbilder und die sind so unglaublich wichtig. Ich hatte das ja im letzten Video schon angedeutet, wie wichtig es ist, dass du Produktbilder erstellst, die deinen Kunden ansprechen. Lass uns einmal kurz vorstellen. Du hast einen Etsy-Shop, der Kunde kommt auf Etsy, gibt irgendetwas als Suchbegriff ein, stößt sofort auf dein Produkt und entscheidet, klicke ich da drauf oder klicke ich nicht. Das ist schon mal das Erste. Das erste Produktbild ist schon mal wahnsinnig wichtig. Und nehmen wir einmal an, er entscheidet sich, ich klicke da drauf. Gut, dann ist er auf deiner Produktseite. Prima. Ja, du hast schon mal einen ganz großen Teil erreicht. Im nächsten Schritt wird er sich angucken, was für weitere Produktbilder gibt es denn? Oder glaubst du, er liest sich deine Beschreibung durch? Ne, nicht unbedingt. Die Beschreibung ist wichtig, gar keine Frage. Ich verlinke das Video hier einmal, wo es darum geht, dass du Etsy SEO verstehst und auch beherrschst, um deine Produkte einzustellen. Aber für den Kunden alleine ist es wichtig, dass dein Produkt gut aussieht, ja? Also er kauft ja mit den Augen, ne? Nicht unbedingt liest er sich da die komplette Produktbeschreibung durch und kauft dann. Er schaut sich an, was genau kaufe ich denn da überhaupt, ne? Und das muss aus deinen Produktbildern hervorgehen, ja? Deswegen sind die so unglaublich wichtig. Und wir schauen das jetzt noch einmal am Rechner an. Ich zeige dir nochmal von der Opia Designs. Ja, im letzten Video habe ich dir gezeigt, da hatte sie irgendwie nur ein Bild, ein Vorschaubild und keine weiteren Bilder. Sie kann das auch besser und das zeige ich dir jetzt einmal an ihrem Shop. Okay, ich habe hier jetzt nochmal auf Etsy Opia Design Studio aufgerufen und du siehst, dieses Produkt ist sehr viel besser, ja, also von unseren Gesichtspunkten. Es hat nämlich 9 Produktbilder und ich mache das jetzt mal groß, damit wir das hier richtig gut sehen können. Das ist das Vorschaubild, so ähnlich wie wir das eben auch erstellt hatten, diesmal ohne diese Box im Hintergrund, aber dafür mit einer 122, das ist schon mal super. Das zeigt nämlich an, wie viele Elemente in diesem Set zu finden sind, ja, und ja, da würde ich schon mal sagen, super gemacht, weil dann weiß ich schon mal direkt, ich kriege 122 Elemente, das ist sehr viel mehr, als hier gezeigt wird. Und dann gucke ich weiter, ja. Also klicke ich jetzt hier weiter, sehe ich im nächsten Schritt, was man damit machen kann. Eine Glückwunschkarte zum Beispiel. Und dann sehe ich auch schon die Elemente, die in meinem Paket drin sind. Und hier sind ganz viele einzelne Blätter drin, kleine Blumenzweige und ja, da kann ich schon mal was mit anfangen. Ne? Kann ich das für mein Projekt gebrauchen oder kann ich nicht? Ne? Es kann sein, dass du deinen Kunden an dieser Stelle verlierst, aber je mehr du zeigst, desto mehr hast du den idealen Kunden für dein Produkt gefunden. Also ich klicke jetzt hier mal weiter und sie hat dann nicht nur die einzelnen Elemente eingefügt, sondern aus diesen einzelnen Elementen auch noch Rahmen gemacht. Die sind ebenfalls in deinem Produkt dabei, wenn du das kaufst. Dann zeigt sie hier, wie man die Rahmen benutzen kann, nämlich für Karten, ne? Glückwunschkarten oder auch Karten für eine Hochzeit, also Einladungskarten. Super. Ich klicke weiter. Hier gibt es weitere Elemente. Ne? Das ist nicht dieselben wie gerade. Hier sind noch weitere Elemente zum Thema Forest, weitere Blätter, die in Clustern, also in kleinen Anhäufungen zusammengesetzt sind, sodass das hübsch aussieht, was ich ebenfalls wieder einfacher für meine Grußkarten und so weiter benutzen kann. Ich klicke weiter. Dann haben wir hier noch einmal so kleine Kränze, auch wiederum aus den Blättern erstellt, aber sind ja dann zusätzliche Elemente, die man als Kunde nicht selber erstellen muss, sondern direkt verwenden kann. Ne? Ja, dann hier nochmal ein Beispiel, eine weitere Karte erstellt und dann gibt es hier auch noch ein komplettes Alphabet, nämlich jeden Buchstaben einzeln und dieser ist noch einmal mit den Blättern und Blumen dekoriert. Ja,
jetzt kann ich mir doch schon ein sehr viel besseres Bild machen. Was bekomme ich in meinem Produkt? Ist es sein Geld wert? Ja? Ich kann jetzt mal hier einmal gucken, ich mache das zu 6,43 €. Dafür bekomme ich 122 Elemente und natürlich auch noch ein Alphabet, dann noch die ganzen einzelnen Elemente, dann noch Rahmen und auch noch Grenze. Ist es das wert? Kann ich das benutzen? Wofür kann ich es benutzen? Und wenn du jetzt Grafikdesigner bist und du möchtest Karten erstellen für deinen Kunden oder du möchtest ja einfach eigene Karten erstellen und die verkaufen, das ist your way to go, ja. Also das wäre jetzt ein Produkt, was du dir kaufen kannst, um das dann daraus zu erstellen. Du kannst natürlich, darum geht es ja in dieser Serie, das komplett selber erstellen, ne? Indem du wirklich deine einzelnen Elemente malst und diese gemalten Elemente dann als Set zusammenstellst. Einfacher ist natürlich, wenn du so ein Set kaufst, ja, und du hast eine kommerzielle Lizenz, ist völlig machbar. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber wichtiger ist, dass du verstehst, wenn du so ein Produkt erstellst, dass es unglaublich wichtig ist, im Detail zu zeigen, was der Kunde bekommt. Etsy mag es und deine Kunden mögen es auch, wenn du hier kleine Videos auch noch einfügst. Ne? Also Isabel hat jetzt hier kein Video eingefügt, aber auch das, ne, ist auf Etsy gar nicht schlecht. Ne? So 15 Sekunden Video, wie man irgendetwas benutzt. Ja, es tut keinem weh, kann man schnell erstellen. Ne? Ich hoffe, das Video hilft dir und vor allen Dingen animiert es dich dazu, Zeit mit deinen Vorschauen zu verbringen. Wenn es, ich sag mal, 3 Arbeitstage dauert, Blätter zu erstellen und die freizustellen, dann ist es nicht fürchterlich abwegig, wenn du noch 1 bis 2 Arbeitstage an deinen Vorschauen verbringst. Ich weiß, das klingt erstmal ganz gruselig, ne? Dann kann man ja gar nicht so fürchterlich viele Produkte im Monat erstellen. Ja, das ist richtig, aber es macht nichts, weil du kannst dieses eine Produkt nicht nur einmal verkaufen, nicht 50 Mal, du kannst auch 5000 Mal verkaufen, theoretisch zumindest. Ja? Deswegen verwende Zeit in die Erstellung deiner Vorschaubilder. Die sind unglaublich wichtig. Sie entscheiden darüber, ob der Kunde kauft oder nicht. Dein Text, dein SEO, dein Etsy SEO, das entscheidet darüber, ob du gefunden wirst. Aber deine Bilder entscheiden darüber, ob der Kunde kauft. Deswegen nichts ist wichtiger als deine Vorschaubilder, natürlich außer die Qualität deines Produkts, das weißt du ja schon, ne? Die sind auch ganz unglaublich wichtig. Aber die Vorschaubilder sind der Grund, warum der Kunde dein Produkt in den Warenkorb legt und damit auscheckt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und vor allen Dingen hilft es dir auch. Und wenn dem so ist, dann abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.